Jan war ganz schön mutig. Er fuhr freihändig Fahrrad, er traute sich allein in den Keller und er kletterte auf die höchsten Bäume. Deshalb nannten ihn alle Jan ohne Angst. Als Jan ohne Angst 7 Jahre alt wurde, schenkte ihm sein Großvater ein Kätzchen. Jan ohne Angst nannte es Isabell. An warmen Frühlingstagen lagen die beiden stundenlang unter dem alten Nussbaum und träumten. Aus dem Kätzchen wurde bald eine hübsche kleine Katzendame mit goldglänzenden Augen und rotgetigertem Fell. Manchmal war Isabell nachts nicht zu Hause. Aber immer wenn Jan ohne Angst am nächsten Tag aus der Schule kam, saß Isabell wieder vor der Tür und wartete auf ihn. Am letzten Schultag vor den Sommerferien saß sie nicht da. Jan ohne Angst suchte sie überall. Sie war nicht in der Küche, nicht in seinem Zimmer und nicht auf dem Dachboden. Isabell war verschwunden. Jan bekam Angst. Zum ersten Mal in seinem Leben hatte er Angst. Er wollte nichts essen und weil er vor Kummer nicht schlafen konnte, saß er lange am Fenster und schaute in die Nacht hinaus. An ihrem ersten Ferientag wollten Mehmet und der kleine Willi ihren Freund besuchen. Doch seine Mutter sagte, seit Isabell verschwunden ist, mag er kaum noch etwas essen und schlafen kann er auch nicht richtig. Der kleine Willi und Mehmet beschlossen, ihrem Freund zu helfen. Sie suchten in den dunkelsten Kellern, auf den höchsten Bäumen und obwohl sie sich vor dem Hund fürchteten, schauten sie auch im Garten des Nachbarn nach. Am Abend erzählten sie Jan von ihrer Suche. Langsam ging es Jan wieder ein wenig besser. Er fühlte sich auch schon wieder gesund genug, um mit seinen Freunden draußen zu spielen. Es war fast wie immer in den Sommerferien und nur manchmal war Jan noch traurig. Als Jan am ersten Schultag nach Hause kam, sah er schon von weitem einen Schatten vor der Tür. Er rannte so schnell er konnte. Erst wurde der Schatten rötlich, dann getigert und dann war es Isabell. Sie wartete auf ihn und um sie herum spielten 3 junge Kätzchen.